Es erscheint völlig unmöglich, dass ein Computer, der in einer einzigen Sekunde Milliarden von Gleichungen berechnen kann, von dem unscharfen Bild eines einfachen Hydranten besiegt wird. Aber wenn du im Internet verzweifelt versuchst, dieses winzige Kästchen mit der Aufschrift „Ich bin kein Roboter" anzuklicken, nimmst du in Wahrheit an einem globalen und hochkomplexen Test teil. Die meisten Menschen glauben, dieses kleine Kästchen prüft lediglich, ob man in der Lage ist, einen simplen Klick mit der Maus auszuführen. Aber das ist ein massiver Irrtum und eine gewaltige technische Illusion. Wenn das System wirklich nur diesen einen Klick registrieren würde, könnte ein einfaches Computerprogramm das Rätsel in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde lösen. Dieser Test trennt in Millisekunden die pure menschliche Intuition von der absoluten algorithmischen Perfektion. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum dieses unscheinbare Kästchen absolut nicht darauf achtet, was du anklickst, sondern wie du es anklickst. Wir klären, warum das reinste Chaos in deiner menschlichen Hand der ultimative Beweis für deine Existenz ist und warum du bei jedem einzelnen Test völlig unbezahlt für riesige Technologiekonzerne arbeitest. Wenn du die unsichtbare Überwachung deines eigenen Mauszeigers verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um das Geheimnis dieses Tests zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was im Hintergrund deines Browsers passiert. Ab dem allerersten Moment, in dem die Internetseite auf deinem Bildschirm lädt, beginnt das System, das Verhalten deines Mauszeigers gnadenlos zu überwachen. Ein künstliches Programm bewegt seine digitale Maus in einer absolut perfekten, geraden und mathematisch berechneten Linie mit einer völlig konstanten Geschwindigkeit. Ein echter Mensch ist hingegen wunderbar unordentlich und völlig unberechenbar. Deine menschliche Hand besitzt mikroskopisch kleine Zitterbewegungen, die du selbst überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Deine Geschwindigkeit beim Bewegen der Maus beschleunigt sich und wird wieder langsamer und vielleicht zögerst du sogar für eine kurze Sekunde, bevor du endlich klickst. Genau dieses organische, unperfekte Chaos ist der unumstößliche Beweis für deine menschliche Natur. Zusätzlich überprüft das System heimlich deinen bisherigen Verlauf im Browser und deine digitalen Kekse, um zu sehen, ob du dich wie ein ganz normaler Nutzer verhältst oder wie ein völlig leeres, künstliches Programm. Aber warum müssen wir dann oft noch diese lästigen Gitter aus Bildern lösen und Ampeln, Zebrastreifen oder Fahrräder markieren? Hier wird die zugrunde liegende Logik noch sehr viel tiefer. Computer sehen ein Bild nicht wie wir Menschen, sondern sie sehen lediglich ein gigantisches Raster aus reinen Zahlen, die verschiedene Farbwerte repräsentieren. Sie haben massive Probleme damit, den echten räumlichen Kontext, dunkle Schatten oder verdeckte Objekte richtig zu deuten. Ein künstliches Programm könnte einen simplen Aufkleber an einem Laternenpfahl völlig fälschlicherweise für ein echtes Verkehrsschild halten. Du als Mensch besitzt jedoch ein tiefes, semantisches Verständnis für unsere physische Welt. Du weißt instinktiv, dass eine Ampel zwingend an eine Straßenecke gehört und absolut niemals völlig frei am Himmel schweben kann. Du verstehst den logischen Kontext unserer Realität, den eine Maschine bis heute nicht fehlerfrei simulieren kann. Der absolut überraschendste Teil dieses ganzen Prozesses ist jedoch eine brillante wirtschaftliche Strategie. Du beweist mit diesem Klick nicht nur deine menschliche Existenz, sondern du arbeitest in diesem exakten Moment völlig kostenlos für fremde Unternehmen. Wenn du auf all diese Zebrastreifen, Autos und Busse klickst, trainierst du in Wahrheit eine echte künstliche Intelligenz. Große Konzerne nutzen genau diese gewaltigen Mengen an markierten Daten, um ihren selbstfahrenden Autos beizubringen, wie sie sicher durch die echte Welt navigieren müssen. Als du vor vielen Jahren noch verzerrte Texte und unleserliche Wörter abtippen musstest, hast du diesen Firmen massiv dabei geholfen, die gesamten Archive und Bibliotheken dieser Welt digital einzuscannen. Dieser kleine Test ist also genau deshalb so extrem schwierig für künstliche Programme entworfen worden, weil er gezielt visuelle Daten verwendet, die diese Programme noch nicht vollständig beherrschen. Die gewaltige Ironie an dieser Geschichte ist, dass du die Computer mit jedem einzeln gelösten Rätsel immer ein kleines Stückchen intelligenter machst. Irgendwann lernen die Maschinen genug aus deinen Klicks, um genau diesen Test völlig selbstständig zu schlagen. Das zwingt die menschlichen Ingenieure wiederum dazu, noch viel härtere und komplexere Rätsel zu erfinden, was einen völlig endlosen Kreislauf der digitalen Evolution erschafft. Wenn du also das nächste Mal genervt bist, weil du endlose Quadrate eines Busses markieren musst, dann erinnere dich an deine wahre Rolle. Du bist in diesem Moment der intelligente Lehrer und die gewaltige Maschine ist lediglich dein stiller Schüler.